Hey Leute und willkommen zurück bei Sportsman Target. Ich bin Jan und heute machen wir eine kleine Bastelstunde. Eigentlich hatte ich vor, draußen mal die Revo auf 30 Meter, 20 Meter zu schießen. Allerdings haben wir seit Silvester Nebel und das gefühlt jeden Tag. Es ist aktuell einfach nicht möglich, auf 20, 30 Meter Outdoor zu gehen. Deshalb spielen wir heute hier ein bisschen Art Attack und basteln ein bisschen. Die Frage kam öfter und deshalb zeige ich euch heute, wie man Ziele baut. Ich baue die ein bisschen anders. Ich weiß, es gibt viele Videos auf YouTube, wo gezeigt wird, wie man Ziele baut. Ich baue die ein kleines bisschen anders. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch ein Ziel baut, ohne dass ihr euch die Vanes kaputt schießt, bleibt dran. Bis nach dem Intro, wir sehen uns gleich. So, und zwar, es geht um diese Ziele hier, einfach selber gebaute Ziele. Würde ich wie der Daniel in Amerika leben, würde ich sie mir auch nicht selber bauen. In Amerika kosten die einfach nur $50. Da tut es nicht weh, wenn man sich die Ziele kauft. Hier im Deutschen, ihr kennt diese Preise selber, oder im Europäischen, sind ein bisschen teurer. Und bei der Menge, die ich schieße, habe ich keine Lust, mir immer wieder neue Ziele zu kaufen. Und deshalb baue ich mir die selber. Ich habe alles in ausreichenden Mengen immer zu Hause, um mir die Ziele zu bauen. Und das ist innerhalb von ein paar Minuten ist das erledigt. Ja. Wir schauen auch, dass wir das relativ zackig machen. Ich werde dazu immer ein bisschen was erklären. Und zwar baue ich mir meine Ziele immer oder schon lange so, wie es EK Archery jetzt bei ihrem neuen Schießsack aufgefangen hat und auch macht. Und zwar mit einer Gummimatte hinten als letzten Abfang, sodass die Vanes auf gar keinen Fall zu tief eindringen können. Auf Amazon gibt es diese 10 Kilo oder 15 Kilo Säcke für 10, 15, 20 Euro mit gepressten Lumpen. Die sind super geil, die könnt ihr auch hierfür verwenden. Ich habe aber so viel Altklamotten und Altstoffreste zu Hause, dass ich mir das gar nicht kaufen muss. Das heißt, da wird auch noch mal Geld gespart und die alten Klamotten, die werden nicht weggeschmissen. So. Wir brauchen eigentlich nicht viel. Wir brauchen eine Tasche, einfach eine kleine Tasche, heute mit Herzchen, weil wir machen das Ganze mit Liebe. Wir brauchen einfach ein bisschen Gaffertape, ein bisschen stabiles Band, Cuttermesser und Stoffreste. Dann gucken wir mal. Packen wir das mal auf die Seite. So, das hier ist eine Anti-Rutschmatte, 8 mm glaube ich, ja, dürften so 8 mm sein, an Stärke. Die könnt ihr euch einfach klein schneiden. Den Sack, den ich euch gerade gezeigt habe, ist ein größerer. Wir machen heute einen etwas kleineren. Der Vorteil an diesen Schießsäcken ist einfach, wenn die irgendwann mal durchgeschossen sein sollten, ihr könnt die immer erneuern und ihr braucht eigentlich nichts Neues außer neues Panzertape. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht. So. Also, wir haben hier einmal die zurechtgeschnittene Matte. Die bekommt ihr auch für ein paar Euro im Baumarkt. Und wir brauchen Stoffreste. Im Bestfall nehmt ihr irgendwas ohne Reißverschluss, ohne Metallknöpfe. Sowas hier ist nicht gerade optimal. Hier haben wir einen kleinen Metallring drin. Kann man oft auch einfach rausreißen, raustrennen. Heute ist es mir mal egal, ich habe hier auch teilweise noch kleine Knöpfe, das sind halt wirklich alles alte Stoffreste, alte Klamotten, die einfach ausgedient haben. So, genau. Jetzt haben wir hier eine Tasche, die müssen wir einmal kurz fixen, wir haben hier einen Cut drin. Das sind alles alte, aussortierte Sachen. Es geht super schnell, ihr seid sowas von schnell fertig, ihr macht Resteverwertung. Das ist einfach die beste Möglichkeit, euch irgendwelche vernünftigen Schießziele zu bauen. So, dann drehen wir einmal die Tasche hier um, das geht dann ein bisschen einfacher, die Matte da reinzubekommen. Dann nehmen wir die Gummimatte und die packen wir einfach in die Tasche rein. So.
So. Der Vorteil hierbei ist auch noch, ihr könnt den Schießsack beidseitig bauen. Das heißt, ich mache es jetzt einseitig, aber ihr könnt im Prinzip diese Stoffreste einmal auf diese Seite und einmal auf die andere Seite packen. So könnt ihr den Schießsack von beiden Seiten benutzen. Ihr müsst dann im Prinzip einfach nur die Stoffreste, ihr könnt die zusammenfalten, ihr könnt die einfach so lose reinstopfen. Das machen wir jetzt mal, wir stopfen das einfach lose rein. Müsst das ein bisschen gut verteilen, sodass es einfach gleichmäßig verteilt ist. Und im Bestfall auch schon alles ein bisschen reinstopfen, dass wir da schon ein bisschen Festigkeit reinkriegen. So, brauchen wir noch mehr? Ein bisschen was machen wir noch, komm. Nehmen wir das hier. Man muss sich vielleicht ein bisschen rantasten, das ist eine kleine Gefühlssache. Es darf am Ende nämlich nicht zu hoch sein. Ansonsten geht der Pfeil zu weit rein, die Vanes dringen trotzdem ein. Aber das habt ihr eigentlich relativ schnell raus. Und ansonsten, es wird nachher eh noch alles ein bisschen gepresst, wenn wir dann mit dem Panzertape arbeiten. Also ich glaube, es sollte reichen. Brauchen wir die hier nicht mehr. So, jetzt haben wir, ich zeige das auch nochmal, auf dieser Seite die Matte, hier, und obendrauf einfach den Stoff. Halbwegs gleichmäßig verteilt. Ein bisschen mehr könnten wir vielleicht sogar noch. Wir haben hier noch eine Stelle. So, alles klar. Das wird nachher eh noch ein bisschen komprimiert. So. Dann tape ich mir hier nur eben mal die Träger fest. So. Wie gesagt, es reichen auch eigentlich die 15 Kilo oder 10 Kilo Säcke von Amazon mit den gepressten Stoffresten. Aber ich mache es immer noch gern mit dieser Matte hinten dran. Auch EK Archery, wie gesagt, ist auf den Trichter gekommen, dass es einfach sinniger ist oder sinnvoller ist, das so zu machen. Weil auch wenn der Sack einfach komplett zerschossen wird, ihr habt immer noch diese Matte am Ende, die ihr eigentlich, zumindest mit den PABs, also mit den Pistolenarmbrüsten, nicht wirklich zerschießen könnt. Jetzt, das mit dem Tape ist ein bisschen lang, ich werde das dann auch irgendwie vorspulen oder überspringen und es ist auch ziemlich laut, darum quatsche ich jetzt noch mal kurz. Ihr tapet einfach diesen kompletten Sack einmal rum. Müsst auch ein bisschen darauf achten, dass ihr das mit ein bisschen Druck macht, damit das dann einfach ein komplett festes Bündel am Ende wird. Und dann könnt ihr das eigentlich komplett einmal rumtapen. Das machen wir jetzt einmal. Ja, das Tape ist Ende. Der Vorteil ist natürlich, wenn ihr das von beiden Seiten mit Stoff füttert und die Gummimatte in der Mitte habt, ihr könnt von beiden Seiten drauf schießen und ihr müsst nicht immer erst erfühlen, ertasten oder sonst was, auf welcher Seite die Matte ist. Wobei, wenn ihr euch Zielkleber drauf macht oder sowas, dann wisst ihr da sowieso immer Bescheid. Genau. So, nicht schön, aber selten. Natürlich könnt ihr euch da auch ein bisschen mehr Zeit lassen, dann wird das ganze Ding einfach noch mal ein bisschen schöner. Aber es geht ja jetzt hier einfach nur ums Prinzip und den Aufbau. Auf dieser Seite haben wir jetzt die Gummimatte und hier haben wir die Stoffseite. Im Prinzip ist das Ding jetzt fertig. So, jetzt habe ich einen Revo-Pfeil geholt. Hier haben wir genau dasselbe. Hier habe ich allerdings auf beiden Seiten Stoff. Auf der einen Seite ein bisschen weniger, auf der anderen ein bisschen mehr. Und der Schießsack hier, der ist auch, den habe ich jetzt bestimmt schon das 6. oder 7. Mal nachgetaped.
Irgendwann ist natürlich die Oberfläche zerstört. Dann muss man einfach nur nachtapen. Und das Ding ist wieder komplett stabil. Jetzt gucken wir mal. Das sollte auf jeden Fall gehen. Also wir haben, hier sind wir ein bisschen hoch, aber das sollte funktionieren. Müsst ihr euch einfach rantasten. Wir gehen auch nicht ganz bis zum Boden, sondern hier. Müsst ihr euch da einfach ein bisschen rantasten. Macht das lieber ein bisschen zu flach, weil im Nachgang nochmal eine Schicht Stoff drauf und dann einfach rumtapen ist auch machbar. Geht schneller wie das ganze Ding wieder aufschneiden und neu anfangen. Wie gesagt, nicht schön, aber selten und brutal günstig. Also im Prinzip habt ihr ja alles zu Hause. Ihr braucht das Einzige, was ihr euch eigentlich kaufen müsst, ist Panzertape. Ich denke mal, dass jeder irgendwie alte Arbeitshosen, alte Arbeitspullis, Altklamotten von den Kindern, alte Handtücher, Abtrockentücher von der Küche zu Hause hat. Und dann ist das eigentlich sehr schnell erledigt. Ihr habt gesehen, das dauert nicht lang, sogar mit erklären. Und wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, dann sehen die auch am Ende schöner aus. Ihr könnt die auch noch verzieren, keine Ahnung, wie ihr wollt. So, als der Daniel über Neujahr hier zu Besuch war, hat er mir was Schönes mitgebracht. Und zwar ein paar Klebeziele. Das ist, ja, ich liebe den Jungen. Das ist, ja, uns verbindet schon was Tolles. Schauen wir mal hier. Das sind wunderschöne Klebeziele. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, denn wir bauen uns hier einen kleinen Roboter, Dummy. Und den darf man sicher auch ein bisschen erotisch aufhübschen. Danke, Daniel, dafür. Sehr geil. Feier die Dinger komplett. Nachteil, ihr habt natürlich nur einen Mittelpunkt, auf den ihr zielen könnt, aber ja, ist ja auch nur zum Spaß gemacht. Solche Klebeziele, also nicht solche Klebeziele, wobei die wahrscheinlich auch, aber ordentliche Klebeziele, die bekommt ihr ganz günstig auf AliExpress, die bekommt ihr auch auf Amazon. Also ihr könnt die kaufen, wo ihr wollt, die kosten nicht viel. So. Die kosten nicht viel. Und wie gesagt, Schießsäcke, ich werde den von EK Archery auf jeden Fall mal testen, weil der sieht sehr vielversprechend aus. Aber diese ganzen anderen Säcke, die ich bis jetzt hatte, die waren bei der Anzahl, die ich schieße, relativ schnell durch. Und das hier ist einfach, wenn ihr viel schießt, besser. Wenn ihr nicht so viel schießt, vielleicht einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen, dann kauft euch einen Schießsack. Wenn ihr einen Schießsack haben wollt, kauft euch einen Schießsack. Aber die Nachfrage von euch war jetzt doch relativ hoch, wie ich meine Säcke baue. Und wir haben uns gedacht, wir machen da jetzt einfach ein Video dazu. So. Er hat jetzt zwar ein Nippelgesicht, aber das Schöne ist, wenn ihr euch die selber baut, ihr könnt euch halt wirklich Dummies bauen. Nicht nur irgendwie ein Schießsack, sondern ihr könnt euch wirklich Dummies bauen, ihr könnt euch die markieren, ja? Ihr könnt euch die verschiedenen Zonen am Torso markieren. Ihr könnt euch eben wie hier einen kleinen in Kopfgröße bauen, naja, ein bisschen quadratisch, aber ihr könnt das ja auch rund machen. Dazu müsst ihr das dann einfach nur rund ausschneiden, das Ganze rund in eine Tasche packen und dann habt ihr das eigentlich schon fertig. Jetzt werden wir mal gucken. Ich hole jetzt gleich die Revo. Da machen wir hier ein paar Schuss drauf. Der hier funktioniert sowieso. Den benutze ich schon seit Ewigkeiten und tape einfach immer nur wieder außen rum. Schießen wir mal auf den, schauen wir, ob wir von der Tiefe gut hinkommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habe das jetzt hier mal kurz aufgestellt. Wir schießen mit der Revo. Also für die PABs sind die Dinger echt super. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Schuss drauf. Und dann gucken wir, ob das von den Einstellungen so passt. So, machen wir mal das Red Dot an. Okay.
Schauen wir mal. Sollte genügen. Tipptopp. Perfekt. Ja, an ein, zwei Stellen bisschen too much, aber geht. So. Ihr seht selber. Super. Hier, der hier und der hier waren ein bisschen zu weit eingedrungen, aber die sind immer noch im Rahmen. Die Vanes sind nicht drin. Ihr bekommt die Pfeile super wieder raus, also ohne irgendwelche Probleme. Die gehen nicht bis zu den Vanes rein, die Vanes sind alle komplett intakt. Super Alternative zu einem Schießsack. So, also wir haben den relativ schnell jetzt gebaut. Wie gesagt, man kann den schöner machen. Man kann sich ein bisschen mehr Mühe geben, aber das Video soll ja auch keine 3 Stunden lang sein. Das hier ist eine super geile Alternative zu herkömmlichen Schießsäcken, vor allem wenn ihr viel schießt. Ihr müsst das nicht nur mit Stoff machen, ihr könnt alles Mögliche reinpacken, solange es die Pfeile nicht kaputt macht und ein bisschen Stoppwirkung hat. Weil die Stoppwirkung soll nicht nur von der Gummimatte allein kommen. Ja? Ihr könnt Styropor reinpacken, ihr könnt verschiedene Schichten, ihr könnt Stoff, Styropor, Schaumstoff, oft werden maschinelle Teile oder Maschinen, 3D-Drucker zum Beispiel, mit sehr, sehr stabilem Schaumstoff geliefert. Das könnt ihr auch da reinpacken. Ihr seid nicht nur auf Stoffreste oder an Stoffreste gebunden. Genau, das ist so, wie ich meinen Schießsack baue. Bei den ganzen anderen YouTube-Videos sieht man es eben ohne diese Gummimatte. Ich baue das schon seit Ewigkeiten mit dieser Gummimatte. Ich finde es auch super, dass EK Archery da jetzt aufgesprungen ist und ich hoffe, da werden noch einige nachziehen, denn das ist deutlich, deutlich besser als einfach nur der Schießsack. Ihr kennt das selber, bei vielen Schießsäcken dringt der Pfeil einfach zu weit ein. Ihr reißt euch die Vanes ab. Vanes wieder hinmachen, wenn man weiß wie, ist kein Problem. Ist aber auch wieder mit Arbeit verbunden und ihr habt gesehen, dass so ein Schießsack zu bauen sowas von schnell vonstatten geht. Also ich baue mir schneller so einen Schießsack, als ich im Internet bin, mir einen Schießsack bestelle und dann irgendwie 3, 4 Tage drauf warten muss oder über Amazon einen Tag. Aber in der Zeit habe ich mir so ein Teil selber 20 Mal gebaut. Alles klar. Dann hoffe ich, ich konnte den Leuten, die danach gefragt haben, weiterhelfen und den anderen auch. Und vielleicht traut ihr euch ja wirklich ran, so ein Ding zu bauen. Ihr habt gesehen, das geht zackig. Und viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.